Wenn du genau das mit deiner Alocasia machst, kann ich dir fast schon versprechen, dass dir deine Alocasia nie wieder eingehen wird. Du möchtest große, schnell wachsende und gesunde Alocasien haben? Dann ist das genau dein Video. Hi, ich bin Glenn, liebe Zimmerpflanzen und helfe dir, dass auch deine Pflanzen besser wachsen. In diesem Video verrate ich dir, wie du nie wieder deine Alocasia töten wirst und wie auch deine Alocasia so wunderschön aussieht wie die hier. Was wirst du am Ende von diesem Video wissen? An diesen beiden Alocasien, die ich extra für dieses Video kaufen musste, kann ich dir perfekt zeigen, was mit so einer gekauften Alocasia nicht stimmt und warum die dir garantiert eingehen wird, und verrate dir, was du ändern musst, damit deine Alocasia immer glücklich bei dir wächst. Aber bevor es damit losgeht, zeige ich dir einfach mal meine liebsten Alocasien. Das hier ist eine Alocasia Baginda Dragon Scale Mint und ich liebe den wunderschönen grünen Farbton, den die Blätter haben und diese traumhafte Sprenkelung, meine aktuelle Lieblingsalocasia. Nicht zu verwechseln mit der Alocasia Baginda Silver Dragon Variegata, die wunderschöne silbrige Blätter hat und ebenfalls eine richtig schöne Variegation. Mein aktueller Platz 2. Die Alocasia Melo sieht fast schon aus wie eine Alocasia Silver Dragon. Dafür hat sie aber eine richtig aufregende Textur, die sich anfühlt wie raues Leder. Wirklich eine atemberaubende Alocasia. Und mein Platz 3. Auf dem 4. Platz wächst meine Alocasia Scalprum, die wunderschöne bläulich schimmernde Blätter hat mit einer roten Blattrückseite und wie ich finde einer ganz anderen Blattform und zwar deutlich länger als bei jeder anderen Alocasia. Für mich ein absoluter Blickfang. Extra für dieses Video kam dann noch die Alocasia Lukiwan mit dazu. Die hat richtig wunderschön grüne Blätter. Die Blätter werden auch deutlich größer als bei vielen anderen Alocasien und auch hier fassen sich die Blätter wieder richtig fest an. Und die zweite Alocasia, die ich natürlich auch unbedingt für dieses Video kaufen musste, ist die Alocasia Tandorosa, die gerne noch als Alocasia Jacqueline verkauft wird. Die habe ich zwar schon, die finde ich aber einfach wunderschön. Und bevor ich jetzt hier aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskomme und dir meine ganze Alocasia-Sammlung zeige, schreib du doch mal in die Kommentare, welche Alocasia du am allerschönsten findest. Und während du jetzt noch in die Kommentare tippst, verrate ich dir schon mal, was du bei deiner Alocasia jetzt ändern musst. Das Gute ist nämlich, wenn du es mit einer Alocasia raus hast, dann hast du es auch mit anderen Alocasien raus. Denn ich konnte so gut wie gar keine Unterschiede bei der Pflege von der Alocasia feststellen. Ja, okay, so eine Alocasia Melo hier, die bleibt einfach ein bisschen kleiner. Eine Alocasia mit Variegation wird eben ein bisschen langsamer wachsen und eine größer wachsende Alocasia braucht einfach mehr Nährstoffe. Aber die Grundlagen bei der Pflege, die sind gleich. Und wenn du weißt, wie du eine Alocasia pflegen kannst, dann wirst du auch wissen, wie du andere Alocasien pflegen kannst. Und an dieser Stelle mal absolute Transparenz. Denn auch bei mir und meinen Alocasien lief es am Anfang echt schlecht. Ich hatte diese innige Liebe zu Alocasien, fand sie wirklich wunderschön und habe mich immer gefragt, was mache ich falsch? Warum geht mir jede Alocasia langfristig ein? Warum liebt mich meine Alocasia einfach nicht? Und wenn es bei einer Pflanze und dir einfach nicht läuft, dann zweifle nicht direkt an dir, sondern frag dich erstmal, wo kommt denn diese Pflanze eigentlich her? Kaufst du dir eine Pflanze, die es eigentlich super sonnig und super trocken mag und du stellst die jetzt in den Schatten und gießt die wöchentlich? Ja, okay, dann wird dir die Pflanze eingehen, aber nicht immer liegt es eben an dir. All diese Alocasien hier wurden zum Beispiel gezüchtet. Die haben noch nie die richtige Natur gesehen, sind alle in einem Gewächshaus aufgewachsen, werden aber als tropische Zimmerpflanzen verkauft und sind den Tropen bisher so nahe gekommen, wie dieser Stift. Die Alocasia Lukiwan ist sogar eine Kreuzung zweier Alocasien, die hätte es ohne den Menschen gar nicht gegeben. Und die Alocasia Tandorosa hat irgendwie auf mysteriöse Weise den Weg aus einem Naturschutzgebiet herausgefunden und wird inzwischen massenhaft durch Gewebekultur vermehrt. Trotzdem mögen Alocasien natürlich das tropische Klima, geringe Temperaturschwankungen und einen gleichmäßig feuchten Boden, der in so einem Topf hier fast unmöglich ist hinzubekommen. Aber warum überleben Alocasien denn zu Hause so oft nicht? Wenn deine Alocasia in so billiger Blumenerde wächst und du erreichen möchtest, dass die Erde immer schön feucht bleibt, dann ist so eine billige Blumenerde da leider unpassend. Allein schon bei dieser gekauften Alocasia passt die Erde einfach nicht, denn diese Erde hier ist darauf abgestimmt, dass deine Alocasia so billig wie möglich produziert werden kann, aber eben leider nicht, dass sie so lange wie möglich bei dir überlebt. So eine billige Erde, die speichert viel zu viel Wasser. Sichtbare Hohlräume gibt's nicht, es sei denn, du siehst welche. Und wenn du deine Pflanze dann gießt, füllen sich die winzigen Hohlräume, die es gibt, sofort mit Wasser. Der Sauerstoff entweicht und Wurzelfäule ist vorprogrammiert. Sind Hohlräume mit Sauerstoff im Substrat deiner Pflanze, werden sauerstoffliebende Bakterien begünstigt, die deiner Pflanze beim Wachstum helfen. Zu kleine Hohlräume mit zu wenig Sauerstoff begünstigen sauerstoffhassende Bakterien, die dann wiederum deiner Pflanze schaden. Also ja, die Grundvoraussetzung bei deiner Alocasia, die ist schon mal schlecht. Es liegt also nicht unbedingt an dir, wenn dir deine Alocasia eingeht. Und selbst wenn du jetzt denkst, okay, dann gieße ich meine Pflanze eben seltener, dann wird dir deine Pflanze wahrscheinlich vertrocknen. So eine Alocasia kommt nämlich aus Lebensräumen, wo der Boden immer schön feucht bleibt.
Entweder weil es ausreichend regnet oder weil der Boden so abgedeckt ist, dass selbst nach Tagen oder Wochen ohne Regen die Erde immer noch feucht ist und es gibt eine hohe Nährstoffverfügbarkeit. Deine Alocasia blühen also 3 Szenarien. Entweder die Erde speichert viel zu viel Wasser und begünstigt faulende Wurzeln oder die Pflanze vertrocknet. Oder du versuchst besonders vorsichtig zu gießen, lässt die Erde also erstmal so ein bisschen trocknen, gießt dann reichlich, aber dieser Wechsel zwischen den 2 Extremen, also trocken und nass, sorgt dafür, dass die Wurzeln erstmal vertrocknen und dann beginnen zu faulen. Deine Optionen können also nur besser werden. Gut also, dass du dieses Video gefunden hast, denn ich verrate dir jetzt, was du mit deiner Pflanze machen musst. Deine Alocasia braucht ja in deinem Zuhause dauerhafte Feuchtigkeit, aber es darf nie nass werden. Und genau das ist eigentlich schon das Stichwort für die Lösung für die Pflege deiner Pflanze. Deine Alocasia wird nicht glücklich, wenn sie in so einer Erde wächst. Lass deine Pflanze in einem mineralischen Substrat mit Selbstbewässerung wachsen und schon wird dich deine Alocasia lieben. Wirklich jede Alocasia, die ich habe, wächst in mineralischen Substraten und der mineralische Mix, den ich verwende, hat schon so vielen Alokasien, aber auch anderen Zimmerpflanzen geholfen, besser zu wachsen und auch andere pflanzenliebende Menschen haben auf einmal wieder ihren grünen Daumen entdeckt. Du kannst deine Alocasia auch in den Erdmix für Aaronstabgewächse setzen. Darüber freut sich deine Alocasia erstmal auch. Allerdings kannst du so einen Erdmix nicht mit Selbstbewässerungstöpfen kombinieren und so ein Erdmix trocknet ziemlich schnell aus. Bei 2 bis 3 Pflanzen kann das noch gut gehen, aber sobald du 10, 15 oder auch mehr Pflanzen hast, kann es sein, dass du nicht mehr hinterherkommst, wenn du deine Pflanzen alle 2 bis 3 Tage gießen musst. Was ich bei Alokasien gesehen habe, spricht für mich ganz klar dafür, dass dieses mineralische Substrat für Alokasien das richtige Substrat ist. Und wenn ich möchte, dass meine Alokasien gesund und kräftig wachsen, würde ich mich immer für ein mineralisches Substrat und einen Selbstbewässerungstopf entscheiden. Als es mit diesem Kanal losging, habe ich meinen mineralischen Mix immer selbst gemischt und dir in Anleitungen verraten, wie du das auch machen kannst. Und so oft gab es die Frage, gibt's den nicht vielleicht auch schon fertig gemischt? Ja, meinen mineralischen Mix gibt's dank Floragard deutschlandweit als Green Jungle Mix, was ich mir zum Start dieses Kanals niemals hätte erträumen lassen können. Den gibt's nämlich inzwischen auf der Seite von Floragard, bei Amazon oder auch in Baumärkten und Gartencentern. Ich kann also einfach in den Baumarkt um die Ecke gehen und so viel Green Jungle Mix kaufen, wie ich möchte oder eben tragen kann. Die 12 Liter Verpackung, die kennst du ja vielleicht schon, oder eben auch das Doppelpack, wo du nochmal ordentlich sparen kannst. Aber was ist, wenn du mineralische Substrate einfach mal ausprobieren willst und dich davon selbst überzeugen willst? Zum Glück gibt's ab jetzt den Green Jungle Mix im praktischen 6-Liter-Sack, der wirklich perfekt dafür geeignet ist, wenn du den Green Jungle Mix einfach mal ausprobieren möchtest oder nur wenige Pflanzen umtopfen magst. Er nimmt kaum Platz weg. Ich finde die Verpackung ja mal sowas von süß. Und trotzdem steckt in so einem Sack ausreichend Substrat für 8 dieser Töpfe. Die Links zum Green Jungle Mix gibt's direkt in der Videobeschreibung, aber vielleicht fragst du dich ja gar nicht mehr, ob mineralische Substrate ja oder nein, sondern stellst dir nur noch die eine Frage: Und wie mache ich das jetzt? Es gibt ja die verschiedensten Ansätze, wie du so eine Pflanze an ein mineralisches Substrat gewöhnen kannst. Egal wie du es machst, das ist wirklich überhaupt nicht schwer. Was du brauchst, ist eine Pflanze, einen mineralischen Mix und einen Selbstbewässerungstopf. Den mineralischen Mix kannst du dir entweder selber mischen oder fertig gemischt holen. Ein Selbstbewässerungstopf ist übrigens nicht unbedingt notwendig, aber da der mineralische Mix immer feucht bleiben soll, macht dir so ein Selbstbewässerungstopf dein Leben leichter, denn hier hast du einen Wasserstandsanzeiger und weißt sofort, ob du wieder gießen musst. Im ersten Schritt stellst du erstmal alles zur Seite, also den mineralischen Mix und auch den Selbstbewässerungstopf, denn wenn deine Pflanze gleich in einem mineralischen Substrat mit Selbstbewässerung wächst, wächst sie in Semihydrokultur und hier möchtest du organische Substrate, wie zum Beispiel Erden, unbedingt vermeiden. Denn hier wird gleich Erde umherfliegen. Ich drücke erstmal am Topf ganz leicht entlang, damit ich die Pflanze aus dem Topf rausholen kann. Und jetzt will ich die Erde von den Wurzeln abmachen. Ob du jetzt deine Pflanze vor dem Umtopfen gießt oder nicht, ist völlig egal. Annabelle findet zum Beispiel, dass die Erde leichter abgeht, wenn die Erde trocken ist. Ich finde ja, es geht mit feuchter Erde viel leichter. Die Wurzeln werden eh gleich nass. Mach's also so, wie es für dich am einfachsten ist und wie du am behutsamsten mit den Wurzeln umgehen kannst. Mit deinen Händen entfernst du vorsichtig die Erde, in der die Pflanze wächst und geh auf jeden Fall auf die Suche nach kleinen Knollen, wann immer du deine Alocasia umtopfst. Die sehen nämlich aus wie kleine alte Kaugummis und fühlen sich so fest an wie ein Apfel. Jede Knolle, die ich finde, lege ich mir zur Seite, denn daraus kann ich mir neue Alokasien heranziehen. Und das Coole ist, dass das selbst mit Alokasien mit Variegation funktioniert. Und sollte mal deine Alocasia mit Variegation ergrünen, sind die Knollen deine Absicherung. Ich würde also immer auf Knollensuche gehen und auch eine ergrünte Alocasia niemals weggeben,
Was du übrigens machst, wenn du so eine Knolle mal gefunden hast, das verrate ich dir in dem Video, was ich dir hier verlinke. Aber jetzt mache ich erstmal mit der Pflanze hier weiter. Wenn du die Erde bei deiner Alocasia entfernst, wirst du häufig so ein Netz finden, denn fast jede Alocasia wird in Gewebekultur gezüchtet. Da brauchst du nur ein Schnipsel von der Pflanze und kannst ganz viele neue Alocasien heranzüchten, was wirklich super fantastisch ist. Siehst du so ein Netz bei deiner Pflanze, dann kommt deine Pflanze mit größter Wahrscheinlichkeit aus Gewebekultur und das wertet die Pflanze überhaupt nicht ab. Aber das Netz muss weg. Und hier ist sogar noch eine kleine Babyknolle hinter. Nur wenn das Netz ab ist, können sich die Wurzeln wirklich gesund entfalten. Sei hier allerdings besonders behutsam, um die Wurzeln nicht noch zu beschädigen. Jetzt mache ich noch die kleine Babyknolle hier ab und dann den Rest vom Netz ab. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass sich wahrscheinlich noch nie jemand so gut um deine Alocasia gekümmert hat. Ohne dich hätte niemand das Netz abgemacht. So sieht's aus, wenn ich die Erde vorsichtig abgemacht habe. Und jetzt nehme ich dich mal mit ans Waschbecken. Die Wurzeln waren nämlich noch nicht sauber genug. Mit lauwarmem Leitungswasser spüle ich die Wurzeln noch mal so richtig schön sauber. Ich würde auf jeden Fall über den Abfluss noch ein Sieb machen, damit dein Abfluss nicht voller Erdreste sein wird. Letzte Erdreste kann ich unter Leitungswasser am schonsten entfernen. Bis die Wurzeln deiner Pflanze genau so aussehen. So weich sehen die Wurzeln aus, wenn sie gesäubert sind. Schneide die Wurzeln bitte nicht ab und geh behutsam mit den Wurzeln um. Wenn ganz deine Erdreste dran sind, ist das kein Problem. Du willst so viel Erde wie möglich abmachen, aber eben nicht um jeden Preis. Kleine Erdreste spülen sich übrigens mit der Zeit von alleine weg. Jetzt nimmst du dir einen Selbstbewässerungstopf und das ist im Endeffekt ein Übertopf, in den du Wasser reingeben kannst und ein Einsatz mit Wasserstandsanzeiger. Mit dem Substrat, das du entweder selbst gemischt oder fertig gemischt gekauft hast, befüllst du nun den Boden und rüttelst ein bisschen, damit sich auch alles gut in den Füßen verteilt und schon kannst du weitermachen. Die Wurzeln der Pflanze verteile ich übrigens ein bisschen im Topf. Ich nehme jetzt nicht die Wurzeln und drücke die Pflanze nach unten, sondern ich spreize die Wurzeln ein wenig, damit sie im Topf gut verteilt sind. Und setze die Pflanze so tief ein, dass sie fest sitzt, versuche allerdings, dass die Alocasia so hoch wie möglich ist. Jetzt fülle ich den restlichen Topf auf und rüttle am Topf und klopfe leicht dagegen. So verteilt sich das Substrat optimal, es gibt mehr Kontakt zwischen den einzelnen Bestandteilen und die Wasserverteilung ist sofort verbessert. Sieht das nicht allein schon wunderschön aus? Dann mache ich das nochmal direkt mit der zweiten Alocasia. Aber bevor ich das mache, wie gefällt dir denn dieses Video bisher? Wie wär's mit einem Abo und auch einem Daumen hoch? Und ja, du hilfst damit meinem Kanal wirklich enorm, aber eben auch deinen ganzen Pflanzen, denn ich habe mal gehört, dass deine Pflanzen besser wachsen, wenn du diesen Kanal jetzt abonnierst. Probier's doch mal aus und während du diesen Kanal jetzt abonnierst, kümmere ich mich schon mal um die zweite Pflanze. Ich hole erstmal die Pflanze aus dem Topf, mache die Erde ab und befreie die Pflanze vom Netz. Gehe auf Knollensuche, fülle die Wurzeln mit Leitungswasser, befülle den Boden vom Topf, rüttle, setze die Pflanze ein, verteile die Wurzeln, fülle den Topf auf und rüttle nochmal. Kleiner Klaps und schon ist auch die zweite Pflanze fertig eingetopft. Beide Töpfe werde ich jetzt nochmal spülen. Ich habe das mineralische Substrat vorher einmal gewaschen, aber jetzt spüle ich es noch ein letztes Mal durch, bis das Wasser, was herausläuft, so sauber ist wie das Wasser, welches ich über das Substrat laufen lasse. Wenn dein Substrat noch ganz neu ist, spülst du damit letzte Ablagerung von den Steinen. Wenn ich mal so richtig faul bin oder viele Pflanzen auf einmal mache, weil zum Beispiel gerade mein Botaniker war oder weil ich mir selbst mal wieder ein Geschenk machen musste, mache ich das Reservoir so richtig schön voll. Das ist wenige Minuten so und entleere das Reservoir dann. Fang das Wasser auf jeden Fall auf, gib's deinen Balkonpflanzen oder anderen Pflanzen, die in Erde wachsen und wenn du einen Garten hast, kannst du es auch direkt im Garten machen. Obwohl du bei beiden Pflanzen das Reservoir leer gemacht hast, ist das Substrat jetzt gleichmäßig feucht. Aber wie geht's jetzt weiter? Wie gießt du deine Pflanze gerade am Anfang? Du stellst deine Pflanze jetzt erstmal in den neuen Standort und jetzt gibt's zwei Möglichkeiten, die bei mir am allerbesten klappen. Welche der beiden Möglichkeiten meine liebste ist, das verrate ich dir gleich auch noch. Möglichkeit 1 ist, dass du deine Pflanze alle 2 bis 3 Tage kontrollierst, mit Leitungswasser gießt und das schön langsam machst, damit das mineralische Substrat gleichmäßig feucht wird. Dann leerst du das Reservoir, wartest, gießt deine Pflanze wieder und wiederholst das für die nächsten 1 bis 2 Monate, bis dir deine Pflanze mit neuem Wachstum, also zum Beispiel neuen Blättern oder auch Wurzeln, die ins Reservoir wachsen, zeigt, dass sie die Umstellung bestens mitgemacht hat. Du fragst dich, ob deine Pflanze schon wieder Wasser braucht? Das kannst du ganz leicht herausfinden, indem du dir die Zeolithsteinchen anguckst. Die sind ja jetzt gerade gegossen worden, haben also einen wunderschönen himmelblauen Farbton. Wenn die Zeolithsteinchen stattdessen trocken sind, sind sie eher pastellblau. Dann weißt du, dass deine Pflanze spätestens gegossen werden möchte. Selbst ohne Reservoir speichert so ein mineralischer Substratmix echt viel Wasser, sodass es im Winter auch mal sein kann, dass es eben 5 Tage dauert, bis du deine Pflanze wieder gießen musst. Oder eben auch mal weniger Tage im Sommer, je nachdem wie warm es bei dir zu Hause ist. Guck dir einfach die Steine an und wenn du dir nicht sicher bist, merk dir einfach, im Zweifel für die Gießkanne, denn du kannst deine Pflanze nicht oft genug gießen, wenn du das Reservoir im Anschluss leerst. Und dann gibt es da noch Möglichkeit 2 und das ist die, die ich für mich am praktischsten finde. Erstmal füllst du aber das Reservoir auf,
bis der Wasserstand mittig ist und stellst die Pflanze schon mal an ihren neuen Standort. Und legst noch eine Heizmatte unter den Topf. Und solange diese Heizmatte unter dem Topf ist, füllst du das Reservoir immer dann spätestens auf, wenn dir der Wasserstandsanzeiger zeigt, dass das Reservoir leer ist. Beide Varianten klappen bei mir wirklich perfekt. Ich finde es allerdings mit einer Heizmatte praktischer, denn unter meinen Bedingungen muss ich die Pflanze so selten ergießen und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass ich sie aus Versehen vergesse zu gießen und sie eben vertrocknet. Außerdem unterstützt die Wärme der Heizmatte die Bildung neuer Pflanzenwurzeln und hilft der Pflanze damit bei der Umstellung. Und auch bei dieser Variante nimmst du die Pflanze erst von der Heizmatte runter, wenn dir die Pflanze mit neuen Blättern oder Wurzeln im Reservoir zeigt, dass sie wächst. Besonders praktisch ist der Trick mit der Heizmatte übrigens bei großen Pflanzen, wo du halt das Reservoir nicht mehr leeren kannst. So sparst du dir das Leeren vom Reservoir und so viel Schweiß. Und falls du dich fragst, geht's eigentlich auch ohne Heizmatte? Bei mir nicht. Unter meinen Bedingungen faulen da die Wurzeln, was du bei deinen Pflanzen spätestens daran merkst, dass die Pflanze locker im Topf sitzt oder eben umfällt. Ist mir wirklich schon alles so oft passiert. Aber mit einer Heizmatte ist das überhaupt kein Problem. Wenn du allerdings keine Heizmatte verwenden möchtest, dann leere einfach wieder das Reservoir nach dem Gießen und es wird bestens klappen. Deine Pflanze wuchs ja ihr ganzes Leben in Erde und hat Wurzeln gebildet, die darauf abgestimmt sind. Wenn du jetzt deine Pflanze in Semihydrokultur wachsen lassen möchtest, also in einem mineralischen Substrat mit Selbstbewässerung, müssen sich die Wurzeln der Pflanze daran erstmal gewöhnen, denn jetzt gibt es dauerhaft Feuchtigkeit, was deine Alocasia lieben wird, sobald sie sich dran gewöhnt hat. Und das braucht eben ein bisschen Zeit. Dünge deine Alocasia also gerade in der Anfangszeit einfach mal nicht und lass sie im Topf auf die Suche nach Nährstoffen gehen und klatsch ihr die jetzt nicht vor die Nase. Gieß sie in der Zeit einfach mal mit Leitungswasser. Wie hoch muss denn das Reservoir eigentlich mit Wasser gefüllt sein? Ich empfehle dir immer bei Pflanzen in Selbstbewässerung, den Wasserstand genau bei der Mitte zu belassen. Ist der Wasserstandsanzeiger unten, ist das Reservoir ja leer, es ist also maximal viel Sauerstoff drin. Wenn der Wasserstandsanzeiger oben ist das Reservoir voll und im Wasser ist weniger Sauerstoff gelöst. Belässt du den Wasserstand hingegen genau in der Mitte, hat deine Pflanze ausreichend Wasser, sodass du sie erstmal nicht gießen musst und du hast ausreichend Sauerstoff im Wasser gelöst, sodass deine Pflanze glücklich wächst. Steht deine Alocasia hingegen sehr sonnig und der Topf ist sehr klein, dann kannst du das Reservoir auch richtig voll machen. Ich würde das allerdings nicht immer machen, eben nur, wenn es so richtig warm ist, damit die Pflanze auch immer ausreichend Wasser hat. Eine große Ausnahme sind bei mir große Töpfe. Hier würde ich selbst bei Wärme den Wasserstand höchstens bis zur Mitte füllen, damit immer ausreichend Sauerstoff im Wasser gelöst ist. Wenn du deine Alocasia genauso in mineralische Substrate überträgst, kann ich dir fast schon versprechen, dass dir deine Alocasia nie wieder eingehen wird. Achte darauf, die Wurzeln sorgsam, aber gründlich zu reinigen. Wenn die Pflanze dann eingetopft ist, gießt du sie und leerst das Reservoir oder du leerst das Reservoir nicht, stellst deine Pflanze auf eine Heizmatte und hältst den Wasserstand maximal mittig. So eine Alocasia freut sich übrigens immer über ausreichend Dünger, aber gerade mineralische Substrate sind häufig ungedüngt, was bei der Umstellung perfekt ist, aber sobald deine Pflanze anfängt zu wachsen, gib ihr Nährstoffe. Denn gerade dort, wo so eine Alocasia in freier Natur wächst, ist die Nährstoffverfügbarkeit sehr hoch und so kann dank deiner Hilfe deine Alocasia wirklich in kürzester Zeit schnell an Größe zulegen. Und wie viel Dünger braucht jetzt so eine Alocasia? Ich nehme es ja bei der Düngermenge ganz genau, aber im Allgemeinen kannst du dir ganz leicht merken, dass kleiner wachsende Alokasien wie die Alocasia scalprum, die Alocasia burgunder oder auch die Alocasia melo weniger Dünger benötigen und Alokasien, die größer werden, wie zum Beispiel die Alocasia lucivan oder auch die Alocasia macrorhiza, eben mehr Dünger brauchen. Kleiner wachsende Alokasien freuen sich über mindestens die Hälfte der empfohlenen Düngermenge und bei größer wachsenden Alokasien klatschte die volle Menge rein. Ich dünge übrigens bei jedem Gießen und teile meine Düngermenge auf meine Gießhäufigkeit auf. Welcher Dünger ist denn für deine Alocasia richtig? Nimm bei Pflanzen, die du in Selbstbewässerung, also Semihydrokultur hältst, auf jeden Fall einen Dünger, der auch zur Semihydrokultur passt und das ist fast immer ein mineralischer Dünger. Und wenn du dir jetzt denkst, boah nee, gar keinen Bock, mich mit dem Thema Dünger auseinanderzusetzen, dann sieht das deine Alocasia anders, denn sie würde sich wünschen, dass du dir das mal anguckst, denn sobald deine Alocasia wächst, braucht sie Nährstoffe. Von allein kommen die nicht in den Topf. Du willst ja auch von einem Marathon ein leckeres Frühstück haben oder danach einen Mittag und so eine Alocasia legt wirklich für dich die ganze Zeit einen Marathon hin, damit sie wunderschön für dich ist und du gibst ihr einfach kein Essen. Sei also ihr größter Support. Reiche ihr Wasser, reiche ihr Nährstoffe und deine Alocasia wird es dir mit unsagbar schönen Blättern danken. Und wo soll deine Alocasia jetzt stehen? Deine Alocasia wächst am besten an einem Standort, der genau zwischen einem halbschattigen und einem sonnigen Standort liegt. Wenn deine Alocasia zu schattig wächst,
wird sie sich eher strecken und droht umzufallen. Und wenn sie zu sonnig wächst, hast du häufig ein Problem mit Spinnmilben. Bei mir ist also der perfekte Standort genau zwischen diesen beiden Lichtverhältnissen und du kannst ganz leicht herausfinden, ob deine Alocasia schon am perfekten Standort wächst. Wächst deine Alocasia schön kompakt, nicht labbrig oder irgendwie gestreckt und ist über mehrere Monate hinweg spinnmilbenfrei, dann ist das ein richtig gutes Zeichen, dass sich deine Pflanze bei dir wohlfühlt. Angenommen, deine Pflanze wächst jetzt zu gestreckt und überhaupt nicht kompakt, dann stell sie mal ein klein wenig sonniger. Und angenommen, deine Pflanze hat sehr häufig, also zum Beispiel monatlich Schädlinge, dann stell sie vielleicht mal ein klein wenig weniger sonnig und guck dringend mal auch bei den anderen Pflanzen nach, wie stark der Schädlingsbefall ist. Alokasien und Spinnmilben sind übrigens so eng wie Nachos und Käsedip und du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sobald du Alokasien hast, du eben ab und an einen leichten Spinnmilbenbefall hast. Ich sprühe meine Pflanzen daher vorsorglich mit einem Mittel ein, das den Wirkstoff vom Neemöl enthält. Alle 2 Monate reicht hierfür komplett aus. Früher habe ich Neemöl mit Emulgator genommen und die Pflanzen damit eingesprüht. Das mache ich inzwischen nicht mehr, da es so deutlich schonender für die Pflanze ist und die Alocasia dadurch selten im Blatt verliert. Reines Neemöl war schon ein bisschen krass und nicht jede Alocasia fand das toll. Welche Lieblingsprodukte ich bei der Pflege von Alokasien verwende, verlinke ich dir mal direkt in der Videobeschreibung. Es gibt übrigens noch ein ganz stilles, aber auffallendes Zeichen, dass deine Alocasia sich bei dir wohlfühlt. Und das verrate ich dir auch einfach mal noch direkt. Zähl dafür einfach mal die Blätter an deiner Pflanze. Hat deine Pflanze weniger als 5 Blätter, wie zum Beispiel die beiden hier, dann sieht deine Alocasia in deiner Pflege noch Verbesserungspotenzial. Sobald deine Pflanze 5 Blätter hat, wie diese Alocasia macrorhiza variegata hier, zeigt dir deine Pflanze, dass es ihr schon mal richtig gut geht. Und sobald deine Alocasia 6 oder auch 7 Blätter hat, wie diese Alocasia hier, bewege die Pflanze auf gar keinen Fall irgendeinen Zentimeter und mach genauso weiter wie bisher. Denn hier hat sich deine Pflanze gerade in dich und deine Pflege verliebt. Schummel hier beim Zählen übrigens nicht und zähl nur aufrecht stehende Blätter oder Blätter, die eben minimal hängen. Alles, was gelb oder braun ist, zählt nicht. Und wenn das Blatt den Topf berührt, dann auch nicht. Diese nach unten hängenden Blätter sind übrigens überhaupt gar kein Problem, egal was dir andere Leute sagen wollen. So wächst eine Alocasia einfach. Versuch die innere Schere zu überwinden, fällt mir auch total schwer. Und lass das Blatt dran, bis es so richtig schrumpelig und braun geworden ist. Denn deine Pflanze kann daraus immer noch Nährstoffe nehmen. Waren diese Tipps für dich hilfreich? Was sind deine Tipps für deine Alocasia? Wie schaffst du es, dass deine Alocasia niemals eingeht? Ich bin schon super gespannt, auch von dir in den Kommentaren zu lesen. Du willst jetzt wissen, wie du jede Alocasia einfach vermehren kannst? Dann sieh dir direkt das nächste Video an, in dem ich dir verrate, wie du jede Alocasia garantiert vermehren kannst. Also zieh dir dein inneres Bienen-Kostüm an und ich freue mich schon riesig, dich im nächsten Video zu sehen. Bevor du aber ins nächste Video springst, lass unbedingt noch ein Abo und auch einen Daumen hoch da, denn das unterstützt meinen Kanal wirklich sehr. Bis gleich im nächsten Video. Ciao, Kakao!